Servus Leute, heute ist der letzte Tag des Events und ich habe noch nicht alle beschworen, oder besser, ich habe noch gar keine beschworen. Deswegen werden wir heute gemeinsam hoffentlich einen LD Licht Net vorziehen, den ich unbedingt brauche. Da gibt es noch einige, wie man sehen kann, also ich habe noch nicht sehr viele, ich habe schon einige, gute auch, aber nicht die wichtigsten. Naja, würde ich schon sagen, so. Hier Lichtrobo wäre super, Bomber wäre super. Captain wäre super. Der Vernichter wäre super. Sombrero-Kerl wäre super. Ja. Also sind auf jeden Fall noch einige, die ich gerne hätte. Ich hoffe, oder auch sie natürlich, klar. Also eigentlich alle, die ich nicht habe, wären super. Außer, die ich jetzt momentan nicht unbedingt haben möchte, ist die Ninratte, den Cowboy und die Ameise. Obwohl die auch nicht schlecht sind. Also versteht mich nicht falsch, aber die sind eher jetzt ein bisschen weiter unten im Rang. Man überlegt, was ich haben möchte. So, dann gehen wir mal zum Event. So, da sind wir. 12.000 Punkte haben wir schon gesammelt. Wir haben wirklich jeden Tag fleißig unsere 600 Punkte zusammengekratzt. Ich habe mich wirklich beherrscht und nicht gesammelt, weil ich wollte unbedingt eigentlich sammeln, aber naja, dafür können wir jetzt ein Video machen. Wir haben 6 Summons quasi, maximal. Wir werden gucken. Ich habe bis jetzt alles schon gesammelt. Perfekt. Let's go! Zweite Leseratte zur Not. Könnte man nehmen. Wäre jetzt aber nicht unbedingt, was ich haben möchte. So, weiter geht's. Für die Leute, die noch nicht haben und sie ziehen, super. Ah, okay. Guck mal, da haben wir schon jemanden. Dino der Toten, aber mit schlechten Stats. Ui. Let's go. Am Lichtrobo. Also ich muss sagen, die Bilanz bis jetzt ist echt nicht schlecht. Wir haben 2 von 3 neu. Also 2 von den 3, die wir beschworen haben, sind neu. Ist super. Ist aber eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich gerade. Also sowohl die Hexe als auch den Sombrero hätte ich auf jeden Fall gerne mal getestet. Die Sets kann man sich drüber streiten. Aber schwierig. Naja, wir machen weiter. Wir haben noch 3. Ich hoffe, wir kriegen... Die Wahl ist jetzt schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Die Wahl ist jetzt schon schwierig. Wir gucken mal. So. Oh, da ist der Robo. Let's go. Wir haben den Robo. Ist das geil. Okay. Ich glaube, damit ist die Entscheidung schon deutlich einfacher geworden. Weil... Also, Robo war auf Platz 1. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Die Sache ist jetzt nur die. Wir haben noch die Möglichkeit, 2 zu beschwören. Ich meine, ich werde den Robo nehmen. Die Frage ist nur, sollen wir noch die 2 weiteren beschwören? Oder sollen wir vielleicht... Ich meine... Wir hätten so noch durch die Möglichkeit, 4-mal den Robo zu beschwören mit besseren Stats. Aber ich finde die Stats jetzt nicht so tragisch, deswegen würde ich jetzt noch die 2 nächsten beschwören, weil ich werde heute noch einen kleinen Summon haben mit LDs. Bedeutet, es könnte sein, dass ich in den LDs vielleicht sogar doch den Robo ziehe. Dann würde ich mich wahrscheinlich umentscheiden, den Robo zu nehmen und würde dann vielleicht einen von den anderen nehmen. Deswegen, obwohl aber 2 Robos zu haben, ist auch nicht verkehrt. Aber dafür hätte ich halt dann die Chance, die zu ziehen. Deswegen, wir gehen rein. Komm, wir gehen rein. Weiter geht's. Also, ich weiß nicht, was hier los ist, was für ein Lack wir hier haben gerade, aber das ist ja phänomenal. Von 5 Beschwörungen bis jetzt sind 4 neu. Nur der erste war Dupe. Das ist krass. Das ist krass. So, wir gehen direkt weiter. Okay. Dupe. Okay, okay. Ja, cool. Aber ganz ehrlich, also... Es gibt nichts zu meckern, bin ich ehrlich. Also Lichtrobo wäre jetzt mein First Pick. Und dann einer, entweder ihn oder sie. Ist halt die Frage, wer besser wäre für mich. Oder mit wem ich mehr anfangen könnte jetzt in dem Fall. Aber ich würde beide gerne haben. Schaut in eure Abo-Box am ersten Weihnachtstag. Da habe ich ein Special-Video für euch.
Deswegen ist die Wahl auf jeden Fall auf den Lichtrobo. Fällt die Wahl auf den Lichtrobo. Wir hätten eigentlich beim Lichtrobo aufhören müssen. Bin ich ehrlich, weil ich meine, 2 hätte man nicht gebraucht. Hätte man zumindest den Lichtrobo besser beschwören können. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt den Lichtrobo nehmen. Wir werden ihn, glaube ich, jetzt auch gleich bauen. Ich werde euch vielleicht noch ein bisschen erklären, wie ich ihn skillen würde. Und dann gucken wir mal. Let's go. Achso, nee. So, beanspruchen. Yes. Geil. Also, läuft super, muss ich fairerweise sagen. Läuft super. Wir haben echt sehr, sehr guten Fang damit. Sehr geil. Das Lustige ist, ich habe auf meinem Second Account auch den Lichtrobo gezogen als letzte Beschwörung. Das war auch wild. Ich hatte 5 komische und dann als letztes, bam, der Lichtrobo. Naja, anyway. So, ich habe den jetzt auf Level 60 gemacht, Sixer gemacht, die Spezialisierung komplett rausgemacht. Das geht bei mir ab. Voll geskillt. Und jetzt gehen wir in den Skilltree rein. Jetzt ist die Frage, was wir machen wollen, weil die Passive von ihm ist ja extrem stark, deswegen ist der Robo ja auch so extrem stark, weil er die ganze Zeit die Aktionsleiste der Verbündeten jedes Mal um 15% erhöht, wenn sein Zug endet, auch wenn er betäubt ist. Das heißt, wenn er auch betäubt ist und aus der Betäubung rauskommt, sein Zug dadurch auch beendet, bufft er trotzdem die Teammates. Das ist super stark. Deswegen würde ich auf jeden Fall in Initiator gehen. Einfach nur aus dem Grund, weil wir buffen wollen. Und wir gehen auf Genauigkeit, weil die Genauigkeit beim Robo ist auch nicht zu unterschätzen, weil Skill 1 sagt ja auch, dass er eine Chance hat, einen Buff zu entfernen, von einer 50%igen Chance. Und das ist auch nicht schlecht. Deswegen werden wir auf jeden Fall auf Genauigkeit gehen. Gegen Ziele mit Aktionsleistung über der Hälfte erhöht sich dann Effektgenauigkeit um 2. Das nehmen wir nicht. Wir nehmen hier die Basisgeschwindigkeit nochmal um 5 erhöhen. Dann in der ersten Runde, nee, ja, wahrscheinlich müssen wir trotzdem nehmen, weil wir können ja die 2 hier nicht nehmen. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als das hier zu nehmen. Dann die Geschwindigkeit erhöht sich um eine für jede Fähigkeit in Abklingzeit. Es hat ja nur eine Fähigkeit, die in Abklingzeit gehen kann. Dadurch würden wir 5 bekommen. Oder, wenn deine LP erstmal auf die Hälfte oder weniger reduziert wird, wird deine Geschwindigkeit dauerhaft um 4 für den gesamten Kampf erhöht. Ich glaube, es macht trotzdem mehr Sinn, einfach auf Geschwindigkeit zu gehen. Also auf Abklingzeit zu gehen. Ja, ich denke, das macht... Ich meine, es sind 4 mehr, aber da ist halt permanent, da nicht permanent, aber ist okay. So. Und jetzt natürlich hier, die erhaltenen Effekte zur Verringerung der Aktionsleiste werden um 10% geschwächt. Das ist auch wichtig. Falls die Aktionsleiste geschwächt wird, ist eher was für Gildenkämpfe oder sonst was, wo die Aktionsleiste geschwächt wird. Hier, Effekte von Geschwindigkeit auf dich werden um 5% erhöhen. Effekte von Geschwindigkeit senken. Okay. Ich würde sagen, gegen Ziel mit Schild, Immunität und Tarnung sich sowohl die Fertigkeit als auch die Trefferrate um 2%. Ja, ich würde sagen, wir machen hier noch 2 rein und dann machen wir natürlich hier. Fähigkeiten, die die Aktionsleiste erhöhen, steigern ihre Wirkung um 3%. Das heißt, wir haben nochmal 15% von 15%. Das heißt, von den 15%, die wir ja als Passive hier haben, bekommen wir nochmal zusätzlich 15% drauf. Also nicht insgesamt 30, sondern von den 15% nochmal 15%. Hört sich kompliziert an, aber stellt euch vor, 15% von 15% sind ungefähr, wenn 10% sind, 1,5 und 0,75. Das heißt, 2,25% kriegen wir zusätzlich noch drauf. Das heißt, wir sind dann bei 17,25. Ist okay. So, dann mal fertig. Lernen. Perfekt. Bauteiltechnisch würde ich euch empfehlen, definitiv entweder auf Geschwindigkeit zu gehen, also mit Schnellset, oder ihr geht auf Inspirieren-Set. Wenn ihr ein schnelles Inspirieren-Set habt, könnt ihr auch auf Inspirieren-Set gehen. Ich meine, ich habe jetzt kein gutes Inspirieren-Set, was jetzt ich nutzen könnte. Am besten mit viel LP. Ja, hier 26%. Wir müssen erst mal gucken, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, so hohe Speed-Sets zu benutzen. 17 ist das höchste hier, 21 ist das höchste hier.
Was haben wir sonst noch so Schönes? 21. Ich glaube, das ist leider nicht so gut. Und das ist auch Flatstat wollen wir natürlich nicht auf ihm haben. Er soll ja tanky sein, er soll ja nicht sterben. Das heißt, wäre schon schön, wenn er HP hätte, aber ich glaube, da habe ich leider nichts Gutes. Also man kann zumindest ein Inspirierend-Set zumindest draufpacken und dann halt ein zweites Schnellset lieber als wichtiges Set. Schnellset, so. Ja, Verteidigung 50%. Nehmen wir mal. I guess. Ja. Rate, Verteidigung. Ja, ich habe leider nicht so gute Schnellsets. Leider. Aber ansonsten... Nee. Das ist das Beste, was wir haben. Blöd. Das ist blöd. Packen wir trotzdem mal drauf. Vielleicht ist mal tanky genug. Ich glaube eher weniger, aber... So, hier schön noch LP. Ja, ich glaube das Beste. Und dann müssen wir gucken, wo wir noch ein besseres Speed-Set haben. Das wir nicht nutzen. Ich glaube, ich hätte mir... Ja, das würde ich ungern wechseln. Das auch. Das Beste, was wir wechseln könnten, wäre vielleicht das hier. Schauen wir mal. 172, ja. Ist jetzt nicht das beste Set, hat auch wenig HP. Also ich würde mal sagen, ich würde da auf jeden Fall noch gucken, dass ich bessere LP-Sets, also ich werde wahrscheinlich irgendwelche vielleicht werde ich heute den Robo einfach ersetzen. Also den Feuer-Robo brauche ich eigentlich gar nicht mehr, wenn ich so überlege. Ich denke, ich werde, ja, ich glaube, dass ich das Set vom Feuer-Robo nehme. Dadurch haben wir mehr Speed, mehr HP. Ja, ich denke, das wird das Set werden. Ja. Könnte schon sein. Aber ja, so ungefähr würde ich ihn auf jeden Fall bauen. Vor allem, weil ihr ihn halt in Überlebensdungeon benutzen wollt. Da ist es schon wichtig, dass ihr auf jeden Fall sehr viel HP habt und Speed habt. Aber ich denke, das Speed technisch passt es schon. Das sollte passen. Ja. Genau. Ja, also, wie gesagt, ihr könnt ihn überall benutzen. Ihr könnt ihn im Juggernaut benutzen. Ihr könnt ihn in Überlebensdungeon benutzen. Ich habe den ja, wie gesagt, auf meinem zweiten Account ja auch schon und habe den gebaut. Und ich muss sagen, das hat einfach meine Überlebungsboss-Dungeons einfach von ein paar Millionen auf über 15 Millionen hochgejagt. Allein, dass ich beim Lichtboss bei meinem zweiten Account nicht mal 2-3 Millionen geschafft habe. Und jetzt mittlerweile schaffe ich 17, 18 Millionen. Es ist schon eine Hausnummer. Deswegen, also ich habe euch gesagt, das Ding ist Net 5. Es ist kein Net 4. Bin ich ehrlich, es ist Net 5. Kann man nicht sagen. Naja, anyways, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Glück und habt den Robo oder zumindest hattet ihr ihn schon davor. Deswegen, ich hoffe, dass ihr ihn bekommt zumindest, wenn ihr ihn noch nicht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.